Die BR 6510 war durch und durch ein DDR-Produkt. Selbstverständlich sprang auch Pico auf den fahrenden Zug auf und lieferte für die Spur N ein entsprechendes Modell. Liebe Modellbahnfreunde aus Ost und West, nach einigen Bauvideos ist es nunmehr an der Zeit, sich einem anderen Thema zuzuwenden. In einer neuen Rubrik mit dem griffigen Titel Loks und Wagen möchte ich euch sämtliche Wagentypen vorstellen, die der VEB Pico seit seiner Existenz hergestellt hat. Natürlich für die Spur N. Zum Auftakt möchte ich euch die BR 6510 Katalognummer 54103 vorstellen. Da Pico für die Spur N lediglich zwei verschiedene Baureihenmodelle produzierte, war die BR 6510 dementsprechend omnipräsent auf den DDR-Anlagen. Doch bevor wir dem Modell unsere Aufmerksamkeit widmen, werden wir erst einen Blick auf das Vorbild werfen. Die BR 6510 war eine für den schnellen Berufsverkehr entwickelte Personenzug-Tenderlok der Deutschen Reichsbahn. Die erste Indienststellung erfolgte 1954. Die indizierte Leistung war 1500 PS, Höchstgeschwindigkeit 90 Stundenkilometer. In den Jahren 54 bis 57 wurden insgesamt eine Stückzahl von 88 Exemplaren beschafft. Diese wurden später mit Dieselejektoren ausgerüstet und vielfach im Wendezugbetrieb eingesetzt. Die Mitnahme relativ hoher Vorräte an Brennstoff und Wasser durch entsprechend groß bemessene Tender bzw. Wasserkästen ermöglichten lange Streckenläufe. Mit Ausnahme der nördlichen Bezirke der DDR war die BR 6510, hergestellt vom VEB Lokomotivbau Karl Marx Babelsberg, nahezu überall in der DDR zu finden. Im Jahre 1977 endete ihr planmäßiger Einsatz. Lediglich Modelle zweier Dampflokbaureihen produzierte der VEB Pico seit seiner Existenz. Dass die Wahl dabei auf die BR 6510 fiel, ist nicht zuletzt dem Umstand geschuldet, dass es sich bei dieser Baureihe um die erste Neubaureihe der DDR handelte. Der Stolz auf das Erreichte sollte auch im Modell sichtbar werden. Und hier haben wir das Modell mit der Betriebsnummer 651010, Länge über Puffer 110 mm, Epoche 3. Wenn man das Ganze umdreht, sieht man, dass Gehäuse und Unterbau lediglich durch eine Schraube verbunden sind. Diese liegt hinten unter dem Führerhaus und lässt sich einfach aufschrauben. Nachdem dies erfolgt ist, kann das Ganze durch leichtes Rütteln voneinander getrennt werden. Beim Herausheben sehen wir, dass im vorderen Bereich ein Gewicht eingebaut ist. Das lässt sich auch herausnehmen. Dieses beschwert das Modell und gibt ihm den notwendigen Anpressdruck. Der Aufdruck von Betriebsnummer und sonstigen ist relativ gut erfolgt. Auch die Ausgestaltung der Kohle ist glaubwürdig. Standardmäßig wurde der Motor 2032 verbaut. Die Pico-Motoren habe ich ja in einem eigenen Film bereits vorgestellt. Wenn ihr mehr dazu erfahren möchtet, klickt doch oben auf das weiße i in der Ecke. Mittels Welle wurde die Kraft schließlich auf die weiter vorne liegende Schneckenwelle übertragen, die letztendlich dann die unten liegenden Zahnräder angetrieben hat. Der Motor lässt sich durch einfaches Ziehen aus seiner Halterung entfernen. Dies bietet sich an, wenn man die Kohlen austauschen möchte. Hier sehen wir noch einmal die Schneckenwelle, lässt sich recht einfach drehen. Sie überträgt dann die Kraft auf die unterliegenden Zahnräder, die ich jetzt zeige. Das Ganze ist angeordnet in zwei Blöcke. In der Mitte befindet sich das Zahnrad, was direkt von der Schneckenwelle angetrieben wird, und dieses wiederum bewegt dann die angeschlossenen Zahnräder und so weiter und so fort. So sind alle hier befindlichen Mittelachsen angetrieben. Vorne sehen wir Zylinder und Steuerung, auch das ist letztendlich gut ausgeführt. Hier ist das Ganze aufgehängt. Das Ganze führt sich halt weiter mit aufgedruckten Zierlinien und hier sind die einzelnen Stangen festgepinnt. Das sind die kleinen Nippel an den Achsen. Die sind aus Kunststoff gefertigt. In der Mitte sehen wir die Ausführung in Metall. Das ist die Erstvariante. Später wurde dann auf Plaste umgestellt. Und hier haben wir eine Umbauaktion, die ging halt leicht kaputt und hier haben wir einen Puffer eingebaut. Auch eine abenteuerliche Konstruktion. Habe ich so übernommen und gelassen, weil ich es interessant fand.
Der Vorderläufer ist hier angebracht. Eine kleine Feder hält das Ganze ja etwas flexibel. Die Stromabnahme erfolgt durch diese Kupferstangen, die hier direkt oben auf die Achsen gepresst werden. Die Kraft wird dann übertragen an diesen Anschluss, läuft dann durch die Kondensatoren hinauf bis an die Anschlusspunkte des Motors. Ja, ich weiß. Viele von euch sind nicht die größten Fans meines regelmäßig wiederkehrenden Musiktipps, aber diesmal gebt dem Ganzen eine Chance. 1976 brachte die Band Sternkombo Meißen, eine herrliche Band, das Lied Der Kampf um den Südpol heraus. Der Text wurde geschrieben von Kurt Demmler. Im Text enthalten sind solche großartigen Passagen wie, Zitat, was bleibt nach dem Tode, wenn der Name nicht bleibt? Und wie bleibt der Name, wenn Geschichte er schreibt? Wie schreibt er Geschichte, wenn er entdeckt, was sich unseren Blicken bisher noch versteckt? Herrlich pathetisch, ja, ich weiß, aber so kann, so muss Musik eben auch sein. Einfach ausprobieren. Ich denke, der eine oder andere wird Spaß daran finden. Und Extrapunkte gibt es für denjenigen, der die Verbindung zwischen der BR 6510 und diesem Lied Kampf um den Südpol herstellen kann. Bitte in die Kommentare, ich bin gespannt. Kommen wir so dann zu der Verpackung. Die BR 6510 wurde in 2 Verpackungen angeboten. Vorne die etwas ältere, etwas flachere, später dann auch für die Containerwagen benutzt, hinten die etwas größere und länger benutzte. Die BR 6510 wurde ikonisch für Pico Spur N. Auf den kleinen Skizzen und Zeichnungen findet sie sich immer wieder. Hier haben wir ein Bild, den Waschzettel, auch hier die Skizze. Das sind Hinweise zur Pflege, also das, was ihr eigentlich schon kennt. Könnt ihr euch angucken, pausieren. 1968 auf der Frühjahrsmesse wurde die 6510 zum ersten Mal vorgestellt. Hier unten haben wir das Ganze als Zeichnung. Das ist ein Flyer, der damals ausgegeben wurde. Und 1969 wurde sie in Serie produziert. Hier sehen wir den 68er Katalog, dort ist sie auch schon abgebildet. Oben auch im Katalog von 1970 wurde sie erwähnt und im Katalog von 1976 hier in der Mitte zu sehen in dieser gezeichneten Version. Da es nicht viele Dampflok-Modelle für Spur N gab, musste man kreativ werden. So wie ich, der sich eine 58 hier aus einer 65 gebaut hat, und die 65 bot sich für solche Basteleien an. Beispiele dafür finden sich in der Zeitschrift Der Modelleisenbahner genug. Hier ein Beispiel aus der Zeitschrift Der Modelleisenbahner aus dem Jahr 1968. Ein Herr Treutsch aus Mülheim an der Ruhr hat sich dieses Modell einer P10 aus der 6510 gebaut. In der Novemberausgabe des Modelleisenbahners von 1969 wurde eine Anlage vorgestellt, die Herr Bürger aus Radeberg gebaut hat. Eine Kofferanlage. Und auch hier dreht die 6510 mit einem Doppelstockzug ihre Runden. Im selben Heft wurde auch eine Umbaulok des eben genannten Harald Bürger aus Radeberg vorgestellt. Es handelt sich dabei um eine Fantasiebaureihe, eine 1C2 Dampflok. Es gab dafür kein Vorbild, so der beschreibende Text. Auch das war eine Möglichkeit, den eigenen Fuhrpark mit geringem Aufwand zu vergrößern. In der Januarausgabe des Modelleisenbahners von 1974 wurde ein Umbau vorgestellt, den der Frankfurter Bub Dieter Berlepp, also aus Frankfurt am Main, getätigt hatte. Aus dem Fahrgestell einer Pico 55 und dem Gehäuse einer Pico 65 zauberte er das Modell einer BR 83 der Deutschen Reichsbahn. In selbiger Ausgabe wird eine Spur N-Anlage vorgestellt, welche die Freunde Mehnert und Ried aus Dessau angefertigt hatten. In dem dargestellten BB tummeln sich zahlreiche Baureihen, unter anderem auch die wohlvertraute 6510. Zum Abschluss möchte ich euch noch einige Impressionen der BR 6510 mit einem Doppelstockzug auf meiner im Bau befindlichen Anlage vorstellen. Bitte nicht zu kritisch sein, die Gleise sind noch etwas lose verlegt, also da muss noch einiges getan werden, deshalb wackelt es. Das Fahrverhalten der Lok ist eigentlich besser. Und wenn ihr oben auf das weiße i klickt, findet ihr einen weiteren Kurzfilm
welcher die BR 6510 auf meinem Sofa fahrend zeigt. Das war es dann für diesen Film. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich würde mich über eure Kommentare, über eure Daumen nach oben natürlich freuen und wenn ihr diesen Kanal abonniert, wer es noch nicht getan hat. Was bleibt mir zu sagen? Glück auf und fahrt frei.